Hallo, mein lieber Löwe, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Löwe, wir schauen uns heute die Karten etwas anders an, und zwar machen wir eine Aszendentenlegung. Das heißt, wir schauen uns heute den Aszendenten im Sternzeichen Löwen an. Und warum machen wir das? Wir schauen uns den Aszendenten an, weil der Aszendent zu deinen inneren Lebensaufgaben gehört, das heißt zu deinem inneren Seelenplan gehört, also Seelenweg. Wir haben ja einen äußeren Seelenweg, das ist zum Beispiel auch das Thema Berufung, Leben gehört zum äußeren Seelenplan, und wir haben einen inneren Seelenplan und dazu gehört eben der Aszendenten dazu. Und ich finde das eben ein ganz spannendes Thema, weil wenn wir uns diesem Thema so ein bisschen nicht annehmen, dann zeigt sich das natürlich auch im Außen dann wieder. Also es spiegelt sich dann. Das heißt, es kann sein, dass du das dann beim Thema Liebe merkst, beim Thema Arbeiten oder wo auch immer, oder? Das, was du im Inneren empfindest und wahrnimmst, wird sich im Außen dann spiegeln. Und darum finde ich eben dieses Thema der innere Seelenplan, die inneren Lebensaufgaben ganz, ganz spannend. Und heute schauen wir uns dazu eben die Karten an. Was unterstützt dich dabei, deinen Seelenweg zu gehen? Was ist momentan wichtig für dich? Und was sind vielleicht mögliche Blockaden? Lieber Löwe, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, und biege nichts zurecht. Ja, lieber Löwe, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Löwe, was ist zurzeit wichtig für dich, für deine innere Reise, um deine Lebensaufgaben gerecht zu werden? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herzen? Ich sehe jetzt schon sehr intensiv, sehr, sehr spannend. Was haben wir hier noch? Wow. Weigerung, dem Ruf zu folgen, Abschluss, also sich schließende Tür und Gesang der Wale, Resonanz. Lieber Löwe, es scheint so, als möchten dich die Karten dazu auffordern, irgendein Kapitel in deinem Leben jetzt endgültig zu schließen. Du weißt schon, was es ist, weil eigentlich hast du schon etwas länger den Ruf in Richtung, in eine andere Richtung zu gehen oder eine Art Entscheidung zu treffen. Also ich sehe, dass man einem inneren Ruf, einem inneren Impuls, der immer wieder kommt, nicht zuhört oder zu wenig Vertrauen hat. Man hält wie noch an einem alten Kapitel fest, obwohl es einem zu einem neuen Kapitel hinzieht, ganz, ganz stark. Wo auch immer dein Thema ist. Es kann ja beim Thema Arbeit sich zeigen oder eben beim Thema Liebe. Und ich sehe, dass du mehr auf diesen, wo zieht es dich von innen her hin, nicht wo zieht es mich vom Kopf her hin, sondern aus dem Inneren her. Weil hier ist eine Art Widerstand, seinem wahren inneren Ruf zu folgen. Man hält noch an etwas fest, was eigentlich wie gar nicht mehr zu einem gehört. Sehr, sehr spannend, sicher sehr intensiv, kann ich mir vorstellen. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema? Wo darfst du besonders hinschauen, lieber Löwe? Meine Mutter ist auch im Aszendenten Löwe. Sie ist aber noch Sternzeichen Fische. Was haben wir hier? Der Neuanfang. Fokus auf Leichtigkeit und Neuanfang. Aber der Neuanfang kannst du ja nur haben, wenn du die anderen Kapitel schließt. Sonst ist ja kein Neuanfang, sonst bist du einfach im gleichen Kapitel drin, mit einer anderen Verpackung vielleicht. Aber hier geht es wirklich darum, eine Art Neuanfang zu haben. Leichtigkeit, das ist ein bisschen die Hauptenergie. Energie der Freiheit. Einschränkungen, Beschränkungen, Hindernisse erkennen und sich davon zu befreien. Das können ja auch innere Hindernisse sein. Ganz, ganz stark, also ganz, ganz wichtig. Der Narr, dieser Neuanfang, der Löwe. Ja, dieser Neuanfang ist aber auch eine Chance für Stabilität,
für innere Stabilität, wenn du dich getraust, den anzugehen, aber du kannst den eben nur angehen, wenn du eben auch Türen bereit bist zu schließen, hinter dir zu lassen. Das ist wie wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt bereit für einen Neuanfang in der Liebe, dann wird es schwierig, wenn du aber die ganze Zeit noch an deine Verflossenen denkst oder und festhältst und hoffst, dass er oder sie sich dennoch meldet. Dann hast du die Tür offen, dann hast du sie nicht geschlossen. Dann hast du es wie noch als Reserve. Also etwas als Reserve haben ist eine offene Tür, ganz, ganz wichtig. Und hier geht es eben darum, etwas wie loszulassen, habe ich das Gefühl. Ich weiß, viele mögen das Wort nicht, aber es geht wirklich so ein bisschen darum. Schauen wir mal, was ist denn die größte Blockade, die dich daran hindert, in Leichtigkeit diesen Neuanfang zu machen. Sechster Schwert. Das sechste Schwert ist kann sein, dass du vielleicht alles alleine machen möchtest. Dass es aber vielleicht nicht geht, je nachdem, was dein Thema ist, dass du vielleicht auch Unterstützung brauchst. Erlaube dir auch nach Unterstützung zu fragen. Ganz, ganz wichtig. Also du musst nicht alles alleine machen. Erwarte nicht, oder wenn man daran gewohnt ist, immer alles alleine zu machen, hat man auch so ein bisschen diese Aura und diese Ausstrahlung. Und dann getrauen manchmal Menschen gar nicht, um Hilfe zu fragen, weil man automatisch das Gefühl hat, die Person möchte das alleine machen, weil man das eben ausstrahlt. Darum getrau dich aktiv um Unterstützung zu fragen und nicht einfach zu warten und denken, warum hilft mir niemand? Weil du eben diese Ausstrahlung hast, hey, ich brauche keine Hilfe, ich kann das alleine. Also trau dich da ein bisschen mehr nach Unterstützung zu fragen und gezielter. Es kann sein, dass du unbewusst eine Gewohnheit hast, dass du immer ein bisschen den Weg gehst, der sich schwer anfühlt, der vielleicht auch toxisch ist. Und weißt du, warum du das tust? Das hat immer einen Grund. Also erstens kann es eine Gewohnheit werden, aber das ist oft ein tiefer Glaubenssatz. Wir haben dann das Gefühl, ich muss es mir verdienen. Und erst wenn es schmerzhaft ist und zäh und ich dafür gekämpft habe, habe ich es verdient. Das ist auch der Grund, warum viele auch an toxischen Beziehungen festhalten. Das ist oft ein unbewusster Glaubenssatz, ich muss mir Liebe verdienen. Liebe muss schwer sein, sonst habe ich es nicht verdient, oder? Ich muss hart kämpfen dafür. Wenn du das hast, lass das los. Erkenne es. Das gleiche auch bei der Arbeit, beim Thema Arbeiten. Und das ist ein unbewusster Glaubenssatz, den merken wir oft nicht in unserem Tagbewusstsein. Und das kann eben dazu führen, dass du immer wie automatisch dich zu nervenaufreibende Verbindungen hingezogen fühlst oder Arbeitgeber hingezogen fühlst, obwohl du das eigentlich gar nicht möchtest. Aber es zieht dich immer wieder dorthin, weil du eben unterschwellig immer das Gefühl hast, ich muss zuerst leiden und erst dann habe ich es verdient. Also da aufhören. Wenn du das hast, arbeite unbedingt an deinem Selbstwert, dass du wertvoll bist und dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Erlaube es dir, dass du es verdient hast, erfolgreich zu sein. Erlaube es dir, dass du verdient hast, glücklich zu sein. Einfach so als Hinweis, was ich gerade so ein bisschen gesehen habe. Also entferne dich da ein bisschen bewusster von diesen Energien, die dir nicht gut tun. Also hier geht es auch noch ganz klar um klare Kommunikation, sprich auch ein bisschen mehr deine Wahrheit. Und unterdrücke nichts. Was ist sonst noch wichtig, lieber Löwe? Oh, das Rad des Schicksals. Wo darfst du sonst noch schauen? Was kommt sonst noch, was besonders wichtig ist? Wir haben hier die Kraft, also Löwe-Energie. Falls du Doppellöwe bist, dann ist umso stärker dies dein Thema. Ich sehe, dass hier eine Art Wendung kommt. Schicksalshafte Begegnung, schicksalshafte Chancen, schicksalshafte Informationen. Und diese Wendung hilft dir dabei, die Tür zu schließen, wenn du bereit bist dafür. Aber Wendungen heißen auch immer Veränderungen. Getraust du dich, Veränderungen anzunehmen? Weil es
kann sein, dass sich das manchmal nicht immer so schön anfühlt, weil das halt etwas Unbekanntes ist, oder? Aber hier hilft dir das Universum und nimm das aktiv wahr. Weil ich sehe schon, dass du eine Chance hast, in deine wahren Kraft zu kommen. Also ich sehe, dass hier Chancen sind, dass du auf deine innere Stärke und auf dein Vertrauen zugreifen kannst und dass du dich danach auch getraust, für dich loszugehen, dass sich das Ziel oder vielleicht auch ein neues Ziel klarer zeigt und du im Vertrauen bist, dieses Ziel anzugehen. Schauen wir mal, warum das Schicksalsrad? Ja, hier kommt irgendeine Art Weckruf, vielleicht auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung wirklich aus dem Inneren her treffen. Es kann sein, dass du einen ersten Impuls hast. Und dieser erste Impuls kommt wirklich aus dem Inneren und hör da ganz fest hin. Also hier geht es auch ganz stark um Wachstum und um Transformation, dass du mehr dein wahres Ich auch leben kannst. Warum die Kraft? Ich sehe, dass du eine Chance hast, dich aus Fesseln zu lösen, sehr, sehr gut, dass du die Chance hast, dich von Verstrickungen zu lösen, weil das Vertrauen da liegt. Also hier ganz große Chancen, wenn du eben dich getraust, die Wendung zu erkennen, anzunehmen, zu entscheiden und eben dadurch auch, dass sich Türen schließen können. Und dadurch kannst du eben auch eine Art Stagnation rausgehen, falls du das Gefühl hast, du bist irgendwo in einer Art Stagnation, weil hier scheint es dich mit Resonanz dich irgendwo hinzuziehen. Etwas fühlt sich einfach ausbalanciert an oder stimmig an. Warum 3 der Stäbe, Löwe? Königin der Stäbe und Königin der Schwerter, ja. Ich sehe, dass hier sich eben ein Vorhaben zeigt oder kann auch ein Ziel oder ein Wunsch sein und ich sehe aber auch, dass du das Ziel systematisch angehen möchtest und es kann sein, dass das etwas mit Kreativität oder vielleicht auch Selbstverwirklichung zu tun hat. Mehr etwas aus dem Inneren tun. Also hier kommt auch diese innere Kraft. Und es ist sehr schön, weil Königin der Stäbe ist ja Feuerenergie. Das ist genau diese Energie, die du leben darfst, dieses Schöpferische. Nicht dieses Ernste, sondern dieses Kreative. Nehmen wir noch eine, lieber Löwe. Ja, hier kommt eine Klarheit. Falls du nicht genau weißt, wohin die Reise geht oder wie du das am besten angehen sollst, kommen hier Möglichkeiten oder Chancen eben auf dich zu bezüglich Gespräche oder auch für Klarheit, wie du dein Ziel erreichst, welcher Weg vielleicht dorthin der beste ist. Schauen wir mal aus der Schwerter Gespräche. Oh, kann vielleicht auch mit dem Thema Ausland zusammenhängen, muss aber nicht. Aber es geht wirklich darum, wie du einen Kreislauf oder eben ein Thema schließen kannst und eben diese Schwere zurücklassen. Also hier kommt eine Chance für Unterstützung. Und die Unterstützung kann entweder eine Information sein oder auch ein Gespräch einfach. Aber hier kommt eine Chance für Unterstützung, vielleicht eben auch, wenn du das Thema Ausland hast, bezüglich Ausland oder bezüglich, wie kannst du etwas verlassen, ein Thema verlassen. Schauen wir mal, was ist denn dein Rat? Lieber Löwe, dein Rat. Was ist dein Rat? Ja, 7 der Stäbe und 5 der Stäbe. Also hier zeigt sich eine Art Widerstand. Versuch mal also hier ich nehme 2 Dinge wahr. Hier ein bisschen aufpassen, in was du deine Energie investierst. Weil 5 der Stäbe deutet immer darauf hin, dass man ein bisschen seine Energie verschwendet. Seine Gedanken für etwas verschwendet. Gib Acht, wo investierst du deine Energie und deine Zeit? Ist es wirklich in diese Energie des Neuanfangs oder wieder ein bisschen alter Zopf? 7 der Stäbe deutet auch darauf hin, dass du dir
treu sein darfst, also halte dich innerlich nicht zurück. Hab keine Angst, dein wahres Ich zu zeigen. Und wenn du merkst, dass du einen inneren Konflikt hast, dann hör genau hin. Das kann sein, dass etwas vielleicht nicht dein Weg ist. Oder hast du einfach diesen inneren Konflikt, weil es etwas Unbekanntes ist. Also finde das ein bisschen bewusster heraus. Wo ist dein Schatten? Was schaust du viel zu wenig an? Wo darfst du viel, viel mehr hinschauen? 9 der Schwert, also hier ist noch ganz stark die Stimme der Angst, die dich eben davon abhält, einem Ruf zu folgen. Da ein bisschen schauen, dass du das erkennst. Hier auch Justice, da geht es auch wieder um Loslassen und um Entscheidungen zu treffen. Also hier bewusster dich vom Ungleichgewicht zu trennen. Löse dich vom Ungleichgewicht. Ganz, ganz stark. Und hier eben schon wieder der Tod. Der Tod ist Symbol für schließende Tür. Wenn du dir Veränderung wünschst, sei dir auch ganz, ganz stark dessen bewusst, dass sich dafür aber Türen schließen müssen, dass es Platz gemacht werden muss. Und überleg dir auch ganz ehrlich, bist du überhaupt bereit dazu, Türen zu schließen? Weil ich sehe das ganz oft, dass sich Menschen Veränderungen wünschen, aber sie sind nicht bereit, in die Veränderung zu gehen. Sie sind nicht bereit, das Leben zu verändern. Sie sind nicht bereit, Türen hinter sich zu lassen. Und dann wird es schwierig mit Veränderung. Wie willst du Veränderung haben, wenn du immer am gleichen Punkt stehen möchtest? Das geht ja nicht. Das ist wie wenn ich mir wünsche, ich möchte im Ausland leben, ich wünsche mir das aus tiefstem Herzen, aber ich möchte nicht umziehen, dann wird es ein bisschen schwierig. Also da ein bisschen ganz, ganz ehrlich sein. Sei dir dessen bewusst, es müssen sich Türen schließen, erst dann kannst du auch neue Türen öffnen. Ja, lieber Löwe, das waren die Karten. Wir hatten hier auch ganz stark noch Waage-Energie, Skorpion-Energie und Löwe-Energie. Falls du eines dieser Sternzeichen bist, kann es sein, dass diese Themen so ein bisschen stärker da liegen als jetzt für die anderen. Ja, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.